Also ich denke definitiv, dass es in der Szene Probleme gibt, sonst würden wir dieses Interview jetzt nicht führen. Jede und jeder muss sich mit der Problematik der Geschlechterverteilung auseinandersetzen, wenn man Jazz unterrichten will, finde ich. Im Unterricht fängt das Ungleichgewicht schon an. Dieses sich überwinden ist, glaube ich, ganz wichtig im Jazz. Da lernt man unfassbar viel. Und gerade so als Frau oder als Mädchen ist es, glaube ich, oft echt ein Hindernis. Also gerade in so Big Band-Kontexten, selbst wenn der Mädchen- oder Frauenanteil recht hoch ist, nehme ich das trotzdem so wahr, dass immer ganz gewisse Gruppendynamiken am Start sind. Dass die Jungs einfach machen und dass die Mädels sich immer schwer tun, schnell was abgeben, gar nicht erst ausprobieren wollen. Dass man sich lieber mal zurückhält, sich nicht den Platz von alleine nimmt, sondern so einen Schritt zurückgeht, weil man sonst also ganz oft negativ bewertet wird. Ich kriege das auch heute noch mit bei weiblichen Personen, die sich diesen Raum von ganz alleine nehmen, dass die in der Szene eher negativ bewertet werden. Und da man ja gemocht werden will und seinen Platz in so einer Gemeinschaft, in so einer Band finden will, nimmt man das vielleicht dann in Kauf, sich eher zurückzuhalten. Wenn das noch passiert in Kombination mit, ich werde nicht angeleitet oder in einem sicheren Kontext angeleitet, mich ausprobieren zu können. Also wenn das zusammentrifft, so auf zum Beispiel einen Big Band-Leiter, der sagt, stell dich nicht so an, mach doch mal, man muss auch mal ins kalte Wasser hüpfen und dann gibt es natürlich 1000 falsche Noten, die man spielen kann. Ich glaube, dann etabliert sich so eine Angst und die setzt sich fest und da ist es total schwer, wieder rauszukommen. Und ich denke auch, die Angst vor Bewertung oder Verurteilung spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Eine gewisse Fehlerkultur ist auf jeden Fall auch, spielt eine Rolle. Dass Jungs immer noch, auch wenn es sich vielleicht ändert, aber es ändert sich langsam, aber trotzdem als Macher erzogen werden oder als probier aus und mach das und vielleicht wird ihnen auch mehr zugetraut. Und Mädels eher diejenigen sind, die brav und angepasst sein sollen und schön vielleicht auch oder ja, zum Schönen angehalten werden, erzogen werden. Es ist jetzt sehr plakativ, die Tendenzen sind aber zu beobachten. Wenn ich gegenüber meinen KollegInnen dann mal direkt sein will, habe ich immer kurz diesen Check in mir. Bin ich jetzt die Zicke? Komme ich jetzt eingeschnappt rüber? Dann spielt schon mal eine Frau ein Solo und das ganze Publikum ist durch die Seltenheit fokussierter, ob es das will oder nicht. Es entsteht diese viel höhere Erwartungshaltung an die Frau. Ich soll das dann spielen und denke, das muss jetzt super perfekt sein. Das war am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn an der Uni sind meistens dann nur Männer und eine Frau ist dann so ein absolutes Augenmerk. Und das fühlt sich dann so an, als würden alle mit mir in Konkurrenz stehen. Und dann habe ich manchmal gar keine Lust mehr, in Bands zu spielen oder auf Sessions. Ich habe schon oft gehört, dass man einer Dozentin zu sanften und emotionalen Unterricht hinterher sagt. Dann gab es da mal einen Workshop von einer Gastdozentin und die Atmosphäre war da zwar sehr professionell, aber nicht unbedingt emotional. Und dann haben alle kritisiert, dass sie emotionslos ist und auch so spielt. Wenn ich von neuen Leuten singe, dann muss ich mich irgendwie total beweisen. Ich habe dann auch total Schiss, den Einsatz zu verpassen, weil dann wieder alle denken, die Sängerin kann natürlich nicht zählen. Also in jedem Feld oder in jeder Branche, wo du jetzt was Besonderes bist, weil es einfach nicht so viele gibt, dann wird immer genau geguckt, was du machst. Man muss sich irgendwie besonders beweisen oder steht eben unter dieser
komischen Beobachtung, weil halt auch in jedem Ensemble eine andere Gruppendynamik herrscht. Und da ist man als lehrende Person auch total gefragt, besonders sensibel damit umzugehen. Die Verantwortung liegt auf jeden Fall bei den Lehrpersonen, wenn man in dem Ensemble Dynamiken beobachtet, dass man das anspricht und nicht duldet und toleriert. Ich hätte mich nie getraut, in einem Unterricht mal zu fragen, wenn ich meine Periode habe, ob ich mich hinsetzen kann oder so. Es sind so Sachen einfach. Da fängt es ja an, dass man sich schon so ausgegrenzt oder ausgeschlossen fühlt oder nicht fühlt, als hätte man den Raum für sich als Mensch einfach nur. Man braucht einen gewissen Mut oder Platz, um sich auszudrücken, um das, was man der Musik geben kann und schenken kann, also das überhaupt erst mal hinzulegen. So. Das kann ich der Musik bieten. Bam. Genau, aber am Anfang war das für mich ganz, ganz schwierig, diese Jam-Session-Situation. Und also die kam eigentlich auch immer wieder, auch dann später in New York, obwohl ich da ja schon Studentin war. Als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich das einfach gemacht, da fiel es mir noch leichter. Aber zum Beispiel, als ich nach meinem Abi zum Studieren nach Köln gezogen bin, habe ich einfach 2 komplette Semester gebraucht, bis ich mich getraut habe, auf eine Session zu gehen. Dann war es immer wieder von Neuem so das Gefühl, ich muss jetzt erst mal gucken, wo ich mich hier platziere und wie die anderen so drauf sind. Und alle einen mit dieser gewissen Brille angucken und dieses auf dem Serviertablett irgendwie als Person bewertet zu werden und als Musikerin. Oder jetzt in einer ganz fremden Szene oder so und du gehst dann dahin und bist erstmal die einzige Frau, dass halt irgendwie immer der Spotlight auf dich gerichtet ist, ne? Und erstmal 10-mal noch mehr analysiert wird, was du da machst. Ich hätte mir aber einen anderen Vibe gewünscht und eine andere Auffassung und ein anderes System von Bewertung. So, da hätte ich mich auf jeden Fall viel eher und ganz anders rausgetraut. Ich weiß noch, dass die ersten Male auf jeden Fall nicht so einfach waren. Und gerade weil dann auch so ältere Herren im Publikum saßen und dann irgendwie danach auch zu einem kamen und sagten, hey, du musst mal mehr lächeln und tanz doch mal, ist doch Musik und nicht nur in die Noten gucken und sowas. Ich wurde mit 15 vom Big Band Leiter dazu angeregt, mich mehr zu bewegen und Show zu machen auf der Bühne. Das hat mich total gehemmt und verunsichert. Ich hatte mal einen Dozent in Jazzgeschichte, der hat einfach gesagt, dass es ja auch bestimmt einen Grund gibt, warum es einfach mehr Männer in der Jazzgeschichte gibt und dass die halt einfach dafür besser geeignet Irgendwie sind. fiel es meinem Lehrer manchmal schwer zu verstehen, wovor ich Angst habe, und dann konnte ich nicht so richtig über meine Gefühle reden und das war dann manchmal ein bisschen unangenehm. Ich habe mir mehr Theorie gewünscht, damit ich sicherer werde und weiß, Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Improvisation für Gesang oft sehr untheoretisch gelehrt wird. Aber ich finde, dass es ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall selbstverständlich sein sollte, die Jazztheorie einzubinden, weil das uns Sängerinnen sonst im Vergleich zu den Instrumentalistinnen irgendwie zurückhält. Ich erlebe das immer wieder, dass bei GesangsdozentInnen von mir das Grundwissen für Improvisation nicht so da ist. Das ist dann auch ein Vorbildproblem. Wenn es darum ging, wer das Barry spielt, das wollte niemand machen. Dann saß man da eine Weile rum und oft hat sich dann die Frau in der Runde geopfert, weil sie wollte, dass es funktioniert. Aber im Barry spielst du keine Soli, da geht man auch schnell unter. Wenn man die einzige Frau in der Big Band ist und man keinen sensiblen Leiter hat, dann fühle ich mich bis heute total unwohl da. Ich glaube auch, dass gerade am Anfang oder überhaupt nicht am Anfang insgesamt Mentoren wahnsinnig wichtig sind. Dass ich auch als leitende Person versuche, eine andere Atmosphäre vorzuleben und den Teilnehmenden oder den spielenden Leuten einen Raum zu eröffnen und zu schaffen, also so wie es mir halt möglich ist in der Rolle. Und es geht nicht darum, den Finger zu erheben
und zu sagen, ihr dürft das nicht oder so, sondern einfach wohlwollend zu erklären, guckt mal, wenn wir jetzt diesen Satz haben und wir haben ein Mädel und es spielt die ganze Zeit 4. Trompete, die könnte aber auch 2. spielen, traut sich aber nicht, dann darf man auch gerne mal zusammen erörtern, ne? Wie wäre es denn, wenn sie auch mal 2. spielt? Einfach, ne, hast du nicht Bock? Einfach gegenseitig einfach supporten. Ich versuche auch, anders als ich es in der Vergangenheit oft erlebt habe, in einem gewissen Alter, zum Beispiel jetzt nicht zu sagen, wer hat Bock, da Solo zu spielen, die Menschen vielleicht anzusprechen, direkt anzusprechen, hättest du Lust? Ich würde mir da vielleicht ein Tenorsaxophon-Solo wünschen. Es ist das Beste, wenn die Hierarchien extrem flach sind. Also ich finde, man lernt immer am besten, das trifft für mich zu, aber ich glaube, das trifft generell zu. Erstens, wenn man Spaß hat, zweitens, wenn man nicht unter Angst steht. Dass man irgendwie schafft, einen Safe Space zu kreieren. Es wird ganz selten gesehen, dass Lehrerinnen und Lehrer auch super viel lernen können, dass es ein Gleichgewicht ist. Eine Sensibilität und eine Offenheit, die der Lehrende den Studierenden, egal welches Geschlecht, entgegenbringen sollte. Wenn man das halt erstmal etabliert, dann kann eigentlich so ein Angstding gar nicht erst entstehen. Ich hatte dann das Glück in meiner Big Band, dass der Leiter ein sehr guter Pädagoge ist und das alles auf dem Schirm hatte und sehr unterstützend Ich glaube, das Allerwichtigste ist, einen Raum zu schaffen, wo Improvisation wirklich Spaß macht. Ich finde, man sollte im Unterricht auf jeden Fall zusammen reflektieren, wie sich die SchülerInnen mit dem Improvisieren fühlen. Also ich würde von Anfang an beibringen, dass Fehler okay sind und man stolpert und dann muss man halt wieder aufstehen. Es kommt total auf die SchülerInnen an, ob sie direktes oder sanftes Pushen braucht. Und ich glaube, die Mischung macht das auch. Ohne diese Leute, die einen auf so eine angenehme Art pushen und mit denen man reden kann, wäre das bei mir, glaube ich, nichts geworden. Das Singen vor anderen hätte ich höchstwahrscheinlich nicht weitergemacht, wenn ich keine Bestätigung von außen bekommen hätte. Ich habe dann sehr viel gutes Zureden von meinen Lehrern gebraucht. Mit meinen Schülerinnen versuche ich immer kleine Schritte zu machen. Erfolge, auch ganz kleine, sind wichtig. Positiver Zuspruch hilft, finde ich, mehr als negative Kritik. Also für mich ist Feedback von außen total wichtig und es wird es auch bleiben. Ich glaube, es liegt auch an der Atmosphäre. Die Jazzwelt kann sehr hart sein. Es wird viel bewertet und analysiert. Es geht immer ums Messen. Du musst dich da erstmal hinstellen wollen auf einer Session, wo alle abdrücken. Im Jazz gibt es auch ein Sprachproblem. Es geht oft ums Abledern und mit Eiern spielen. Und du kannst einmal ein Album nicht. Überall gibt es Name-Dropping. Musik ist doch kein Kräftemessen. Das Musikmachen vergesse ich im Musikstudium oft. Je professioneller man Musik macht und es ums Besserwerden geht, desto öfter muss ich mich daran erinnern, worum es mir eigentlich geht. Höher, schneller, weiter ist ein Grundproblem im Jazz. Das sind einfach total komische Parameter. Dafür wird die Musik nicht automatisch besser. Ja, also ich meine, dieses schnelle Höher, weiter, gerade im Studium, ist ja eigentlich auch einfach eine Art, um Unsicherheit zu überspielen. Und ich glaube, das ist auch oft ein Grund, warum das so verfolgt wird, weil das ist halt so was Handfestes, kann jeder üben. Es gibt einen Semesterplan für alle und das macht man halt. Und es wird selten darauf eingegangen oder wurde überhaupt darauf eingegangen, was willst du, wohin willst du, wie kann ich dich dabei supporten, das zu erreichen und ja, wie können wir zusammen daran gehen. Warum willst du was können? Denkst du jetzt nur, du musst es üben, weil es irgendwie dazugehört? Oder hast du Bock, das auszuchecken? Und vielleicht auch sehen, okay, ich will das gar nicht, um jetzt irgendwie anerkannt zu werden, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Und klar, da ist natürlich der Lehrer auf jeden Fall oder die Lehrerin in der Pflicht, das zu kommunizieren und auch mal irgendwie andere Wege zu finden, natürlich. Wenn man nicht mehr studiert, in diesem Berufsfeld tätig ist, muss man sich die Frage sowieso stellen, was will ich denn und warum? Das ist total wichtig, sonst macht halt jeder dasselbe, jeder dasselbe im Endeffekt. Und belanglose Musik brauchen wir nicht. Je mehr du dich ausdrückst und du wirklich hinter dem stehst, was du machst musikalisch, desto mehr kommst du auch darüber hinweg, was andere denken oder wie das aufgenommen wird. Wir können das ja alles selbst gestalten. So.
als Szene und als Musikschaffende. Es wird immer jemand im Publikum sitzen, der daraus irgendwas dir einen Strick drehen wird. Aber es wird genauso gut jemand im Publikum sitzen, der das spürt, dass das wirklich deins ist und der das dann einfach so emotional auch aufnimmt und sich komplett damit reinversetzen kann. Ja? Und um diese Leute geht's. In der Hochschule sollte ein Mentor da sein, der einem sowas auch sagt, damit man einfach das schnell lernt, sage ich jetzt mal, und sich nicht verunsichern lässt. Ja. Ich kann mir Erfolg nur schwer zuschreiben. Dadurch, dass ich negative Kommentare in Richtung Bevorzugung und sei es nur als Witz gemeint mitbekommen habe, hinterfrage ich jeden Erfolg bis heute. Jemand hat mal zu mir gesagt, wenn du gleich gut spielst wie ein Junge, dann wirst natürlich du genommen und das ist echt hängen geblieben. Ich wurde dann an der Hochschule genommen und dachte immer, dass sie mich nur genommen haben, weil ich eine Frau bin. Wie kann man es schaffen, es hängt ja nicht nur von den Frauen ab, so denen ein gutes Gefühl zu geben, sondern es geht auch darum, den Jungs beizubringen, wie es ist, als einzige Frau da zu sein oder ihnen auch zu erklären, vielleicht entweder bewusst oder unbewusst zu erklären, wie es auch gehen kann. Und ohne dieses Ellbogending, ohne dieses Vergleichen, ohne höher, schneller, weiter und sowas. Wenn man dann mal redet, dann merkt man, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, egal ob jetzt Frau oder Mann. Also natürlich geht es immer um die Musik, aber es geht super viel ums Wohlfühlen. Wenn sich die Menschen nicht wohlfühlen, leidet auch die Musik drunter. Ich glaube, das ist wichtig, aber da auch mit Kolleginnen drüber zu sprechen. Das ist voll die wichtige und gute Entwicklung, dass sich Frauen oder Flinterpersonen eben vernetzen und die Szene so gestalten, wie es halt für uns passt und nicht diesem anderen irgendwie immer nacheifern, um da in diesem System und Struktur seinen Platz zu finden. Das ging eine Zeit lang halt nicht anders, aber jetzt geht's anders. So.